Hallo meine Lieben, heute das letzte Video in dieser kleinen Serie zum M1 Ultra. Wird auch das letzte sein, bevor ich dann in die Sommerpause gehe. Aber was wir heute angucken wollen, ist die ganze Thematik Sublimation, weil auch da haben wir eine Möglichkeit mit dem M1. Was das genau ist und wie das funktioniert, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Ihr habt euch vielleicht gefragt, na, was willst du denn jetzt machen? Ist es ein Sublimationsdrucker in dem Laser drin? Nein, ist es nicht. Aber ich kann euch trotzdem ein paar Sachen damit zeigen, weil wir werden einerseits mit dem Laser, mit dem Messer hier aus einem Sublimationspapier etwas ausschneiden. Das liegt auf einem Träger und dann kann man das wunderbar hier ausschneiden und das entgeht dann, was man nicht braucht, und kann das dann verpressen. Und das werde ich verwenden auf einer Mausmatte. Dann habe ich noch was anderes vor, weil wir haben ja einen Stiftehalter und ich dachte mir, ich nehme einfach einen der Sublimationsstifte, die ich habe, weil der geht hier rein. Jetzt habe ich gerade den falschen in den Fingern, weil ich wollte eigentlich nicht den dicken. Was ich sagen wollte, ich nehme dann nachher noch einen anderen. Der hält einigermaßen, auch der andere, den ich habe, und deshalb werde ich hier einfach noch ein Klebeband drum machen, dass das wirklich drinnen festhält. Aber das werden wir dann mit dem Laser zeichnen, würde ich sagen. Ich habe hier noch den richtigen Stift geholt, weil ich will diese dünne Spitze haben, weil es geht auf ein kleines Element. Und da bei den Stiften ist die Empfehlung, dass es ganz einfach auf ein dünnes Druckerpapier geht. Von dem her werden wir das machen. Und eben, das kommt dann hier auf einen Schlüsselanhänger. Und für den Rest habe ich mir gedacht, ich will einfach die Presse noch ein bisschen besser ausprobieren, weil für die Sublimation brauchen wir ja eine hohe Hitze. Also wir gehen da 200 Grad, ein kleines bisschen manchmal drunter, ein kleines bisschen drüber. Aber es ist schon eine enorme Hitze, die wir hier brauchen zum Sublimieren, und ich wollte einfach gucken, wie gut funktioniert das mit der Presse. Und wir werden sogar dieses kleine Element werden wir auch mit der kleinen Presse hier machen. Da kann ich euch nämlich auch noch gleich zeigen, wie ihr diese Anzeige mit dem Rädchen daran anschließen könnt und so genaue Temperaturangaben reindrehen könnt. So. Jetzt habe ich natürlich eben dann zum Sublimieren ein paar ganz coole Sachen ausgedruckt mit dem Sublimationsdrucker. Für diejenigen, wo das neu ist, ich habe eine ganze Playlist zum Thema Sublimation. Aber ich habe hier so ganz coole Pin-Up-Girls mit sarkastischen Sprüchen gefunden. Und die habe ich für die Coasters. Einerseits habe ich hier 2 runde und 2 viereckige. Das kommt da drauf. Und ich habe hier ein bisschen Hintergrund und deshalb habe ich das einfach, also das Bild kam ohne Hintergrund und alle Dateien, bis auf das, was ich selber gezeichnet habe, sind wieder von Creative Fabrica. Hier habe ich es einfach gemacht, ich habe einen Kreis dahinter gelegt, damit es nicht komplett weiß ist, und den 1 Zentimeter größer gemacht als das Element, damit ich da nicht plötzlich Gefahr laufe, dass ich da einen weißen Rand dann sehe. Das sind die. Dann für auch das T-Shirt habe ich dieses coole Kamerabild mit den Blumen. Das finde ich extrem cool. Dann habe ich eine Metallplatte. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was mein Sternzeichen ist. Das ist ein extrem schöner Löwe, schön bunt. Der kommt auf die Metallplatte drauf. Da habe ich extra nichts im Hintergrund gemacht, weil die Farbe so noch stärker vorkommen soll. Dann habe ich hier ein Puzzle und da habe ich hier einfach diesen kleinen Vogel mit den Sprüchen, und ich habe natürlich sämtliche Bilder gespiegelt, weil das brauchen wir ja für die Sublimation, weil wir pressen das ja so drauf, und wenn wir das nicht spiegeln würde, dann könnte man es dann nicht lesen. Hier habe ich ein bisschen noch was dazu gepackt, nämlich ich habe die Farben hier aufgenommen vom Vogel und habe diese Farbspritze ringsherum gemacht, weil beim Puzzle ist es ja immer einfacher, wenn nicht allzu viele weiße Teile sind,
Und ich hatte euch vor 2 Wochen war das, wo ich euch Canva mal vorgestellt habe und das habe ich ganz einfach da drinnen gemacht. Das heißt das Bild und dahinter dann einfach die Farbspritze und die Farben eben vom Vogel aufgenommen. Genau, das kommt eben aufs Puzzle und dann habe ich hier noch eine Holzplatte, die bezogen ist für die Sublimation und da habe ich auch ein ganz cooles Bild. Das seht ihr dann am Schluss, wie das aussieht. Auch hier habe ich es so gemacht, dass ich hier Farbspritze einerseits vom T-Shirt, also eher helle Farben und das Rosa dann oben von diesen Teilen aufgenommen habe. Das heißt, die Sachen, die wir nur pressen, die lege ich im Moment noch kurz beiseite und dann gucken wir uns in der Software noch kurz an, dass wir die anderen beiden Sachen eben mit dem Sheet, wo eigentlich schon, das ist nichts anderes als dass da Sublimationsfarbe drauf gedruckt wurde und es wird euch dann einfach so zur Verfügung gestellt, damit ihr, wenn ihr keinen Sublimationsdrucker habt, hier eben wunderbar das dann ausschneiden könnt und verwenden könnt. Das machen wir auch gleich als erstes, aber ich zeige euch kurz, wie ich das in der Software angelegt habe. Hier habe ich den Schriftzug eben genommen, I'm so crafty, I sweat glitter. Das finde ich ganz cool. Ist natürlich bei diesen Infusible Ink Sachen, wo ich was ausschneide, immer einfacher, wenn es nicht zu filigran ist. Und ich habe dann einfach zuerst mal geguckt, wie groß darf es oder muss es sein, damit es die Mausmatte oder wie groß ist die Mausmatte. Und habe das aber dann zum Ausschneiden, geht ein bisschen einfacher zum Entgittern, dann habe ich es noch 1 Zentimeter größer gemacht, damit der Hintergrund das Ganze oder die ganze Mausmatte abdeckt, weil ich werde die Buchstaben rausnehmen und den Hintergrund stehen lassen. So werden dann die Buchstaben weiß sein, nämlich so wie die Mausmatte und der Hintergrund wird dann bunt sein. Und schneiden habe ich das hier auf Feinspitzenmesser eingestellt und Moment, Stärke 170, Geschwindigkeit 300. Und ich habe das vorher schon kurz getestet, ob das funktioniert. Und dann beim zweiten, was ich dann eben für den Schlüsselanhänger mache, hier habe ich, bei den Stiften ist es genauso wie wenn ich einen normalen Stift verwende, dass es besser geht, wenn ich Single-Line-Sachen habe. Und das habe ich hier eben wieder meinen kleinen Bären. Der ist ein bisschen größer als der Kreis. Also das heißt, ich habe den Kreis angelegt, den habe ich auch auf Nicht-Ausgabe gelegt oder eingestellt, weil ich mache das einfach auf ein A4-Blatt drauf, ein Druckerpapier, ja. Und das, was dann größer ist, das geht dann halt einfach weg. Aber das ist ja nicht so riesig. Das heißt, ich habe einfach geguckt, wie groß muss es sein, dass das, was im Kreis drin liegt, irgendwie Sinn macht. Genau, das ist das. Und den hier habe ich gesetzt auf natürlich eben Line Drawing und dann Druck 40 und Geschwindigkeit 200. Das heißt, ich mache diese beiden Sachen kurz. Das heißt, das ausschneiden und das dann mit dem Stift schreiben. Jo, und dann können wir auch schon an die Hitzepresse. Da ich das Schneidemesser drin habe, starte ich auch gleich damit kurz. Natürlich bei Sublimation drauf gucken, dass ihr nicht irgendwelche fettigen Finger habt, weil das kann dann Schaden nehmen, wenn ihr da mit fettigen Finger drauf geht. Und wenn er durch ist, könnt ihr immer noch gucken, ne? Könnt ihr das, was da raus soll, könnt ihr das sauber rausnehmen und das hat bei mir wunderbar funktioniert, von dem her, upsie. Natürlich mit der Klebeschicht oder mit dem Träger sollte das runter. Dann mache ich hier eben mein Kopierpapier rein, dann den Stift in den Stiftehalter und wie gesagt, ich mache also nicht viel, ne? Es geht einfach darum,
sicher ist sicher, dass der dann da auch hält und mir nicht rausspringt. Das wäre das Ziel. So, der hält, würde ich sagen. Das heißt, ich kann hier ein Messer rausnehmen und den Stift reinmachen. So, passt wunderbar rein. Ich setze es einfach aufs Blatt drauf und dann kann ich da auch schon loslegen. Das ist das Problem, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der Stift ist gerade ein kleines bisschen zu lang. Und der lässt mich hier den Deckel nicht schließen. Das geht ja gar nicht. Ich habe mir alles überlegt, aber das nicht. Gucken wir mal, ob ich einen anderen Sublimationsstift habe, der da funktionieren könnte. Ja, nee, das ist so, dass ich keinen anderen Stift habe, der da reinpassen würde. Ach Gottchen. Aber ich würde sagen, ihr habt verstanden, was meine Idee dahinter war, ne? Muss ich jetzt drauf verzichten, sorry. Das war jetzt mal wieder herrlich. Ich finde schön, dass ich immer über mich selber lachen kann. Aber na, wenn ihr guckt, der Stift ist relativ kurz von Xtool und der andere war so lang. Und das stand genau oben am Deckel an. Und die beiden weiteren, die auch kurz gewesen wären, oder zumindest kürzer als der schwarze, den ich habe, die waren dann zu dick. Tja, Pech gehabt. Vielleicht kommt ja Xtool auch noch mit Sublimationsstiften. Das wäre doch was. Na, weil den Stiftehalter haben wir ja jetzt. Gut, aber wenigstens das hier hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ich kann hier ganz einfach einmal kann ich das ringsherum abschneiden. Dann geht das mit dem Entgittern auch ein bisschen einfacher. Deshalb habe ich auch diesen Rahmen ringsherum gemacht, einfach damit ich das wunderbar auf die Größe reduzieren kann, die ich eigentlich brauche. Das hier spielt nicht so eine Rolle. So. Jetzt muss ich natürlich drauf gucken, wenn ich irgendwo Innenteile habe, dass die dann drinnen bleiben. Hier beim E zum Beispiel muss dieser Innenteil drin bleiben. Dasselbe hier beim R. Und wenn es rausspringt, einfach wieder reinpacken, weil der Träger klebt ja. Na, so. Das müsste alles sein. Jetzt wollte ich euch ja eigentlich mit dem kleinen Anhänger das zeigen, dass das auch funktioniert mit der kleinen Presse und hier der Regelung hier mit dem Gerät. Das mache ich jetzt halt kurz als Trockenübung, aber per se habt ihr diesen Dongle, den ihr auch bei der großen Hitzepresse reingemacht habt. Dann habt ihr die Zähnchen, die sind unten, könnt ihr einfach hier reinmachen. Dann habe ich die Hitzepresse eingeschaltet, hier das Gerät eingeschaltet und ihr seht, ich habe das auf die Sublimation, also 205 Temperatur, 60 Sekunden. Das ist gekoppelt und wenn ich die jetzt einschalte, kann ich hier nicht Stufen eingeben, sondern die ist einfach eingeschaltet, weil die hört auf das, was das Gerät hier sagt. Und so würde die jetzt auf 205 Grad hochgehen und sagt euch das dann auch, wenn sie bereit ist. Und dann könnt ihr eben hier Start drücken, damit der Zähler runtergeht und das Ganze pressen. Ich breche das Ganze hier jetzt kurz ab, weil das brauchen wir ja nicht.
Warum hätte ich das hier mit der kleinen gepresst? Ganz einfach, es muss das, was ihr sublimiert, müsste auf der Fläche Platz haben. Also ihr müsst etwas in einmal pressen und deshalb würde ich sowas jetzt hier nicht mit sowas pressen, sondern deshalb gehen wir jetzt für die großen Sachen, gehen wir rüber auf die Hebelpresse, damit ich das ganze Motiv in einmal pressen kann. Das heißt, ich brauche hier den Dongle wieder, weil der muss natürlich in die große Hitzepresse rein. Und das nehmen wir auch mit. Aber bevor wir rübergehen, mache ich hier noch kurz mit der Vorbereitung weiter. Da schneide ich das ringsherum gut ab, damit ich das auf die Mausmatte besser kleben kann. Die Sachen, die eher stoffmäßig sind, wie das T-Shirt und hier die Matte, die werde ich kurz vorpressen, deshalb kann ich das jetzt noch nicht draufbringen. Aber wenn ich es dann vorgepresst habe, arbeite ich einfach immer mit hitzeresistem Klebeband, damit ich das gut festmachen kann, weil wenn euch das verrutscht, dann habt ihr ein Ghosting. Das heißt, es verschiebt sich ein bisschen und sublimiert dann weiter und dann seht ihr genau diese Verschiebung dann auf eurem Element drauf. Das ist eher unschön. Und die schneide ich wirklich nur grob aus. Die Sachen, die ich nicht vorpresse, da kann ich das schon draufbringen. Einfach Achtung, meistens habt ihr bei Sublationsartikeln eine Folie drauf, die müsst ihr natürlich wegnehmen. Das war für den Löwen. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. So, alles vorbereitet. Und so kann ich jetzt rüber zum Pressen gehen. So, also ich habe die Hitzepresse. Ich gucke nur kurz, ob der Druck stimmt. Da muss man weniger machen. Ja, so passt das. Wunderbar. Der Dongle ist drin. Ich habe das auch eingeschalten. Und da haben wir 1,96, okay, 1,95 und 40 Sekunden. So, dann können wir die Hitzepresse auch einschalten. Und ich werde gleichzeitig auch mit meinem Handy die Uhr stoppen, damit ich sehe, wie lange das dauert, bis die aufgeheizt ist. Bis dahin kann ich euch vielleicht das auch noch kurz erklären. Was ich jeweils mache, ist, dass ich Backtrennpapier auch schon vorbereite. Eins für drunter, eins für drüber. Und ja, Fusselrolle auch für die Textilien. Den lege ich auch immer bereit. Und da das hier, das würde zwar kleben, aber das hat mir hier am Rand zu wenig Klebefläche, von dem her werde ich das zusätzlich an den Rändern auch noch mit hitzeresistentem Klebeband festkleben.
Aber zuerst muss ich das Ganze eben vorpressen. Minuten 47 hat das gedauert. Na, meine große Hebelpresse hat normalerweise mindestens 7 Minuten zum Aufwärmen. Von dem her hier wirklich starke Leistung. So, jetzt machen wir die Mausmatte drunter. Ich habe die schon abgerollt mit dem Fusselroller. Jetzt können wir die kurz 5 Sekunden vorpressen. Und dann bringe ich hier das Motiv quasi drauf. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better. Und dann eben ein Backtrennpapier drunter und eins drüber. Und dann können wir die ganze Geschichte für 40 Sekunden pressen. So, dann löse ich erstmal den Druck langsam und lasse das langsam hochgehen, nicht dass ich das Papier quasi hochhebe. So, jetzt gehe ich kurz rüber an der anderen Ende des Tisches und lege das da einfach auf den Tisch. Beim nächsten brauche ich 204, respektive dann eben 205 und das ist das Puzzle, da haben wir 50 Sekunden. Gut. So, das heißt, die geht jetzt wieder, hier wird sie wieder orange, weil sie eben zuerst hochgehen muss von der Temperatur her. Backtrennpapier nicht zweimal verwenden, weil es kann sein, dass Farbe auf das Backtrennpapier drauf geht und dann übertragt ihr das möglicherweise. Von dem her würde ich das nicht machen. So, das heißt, das hier drauf, Backtrennpapier drauf. Gucken, ob die Matte richtig drauf ist. Wunderbar. Und dann pressen wir das für die 50 Sekunden. Das Holzpanel ist wieder 40 Sekunden, aber auch bei diesen 205 Grad. Die Aluminiumplatte ist sogar 60 Sekunden. T-Shirt wird 25 Sekunden sein, aber muss ich kurz noch ein bisschen vorpressen oder respektive zuerst die Fussel entfernen und dann vorpressen. Hier auch hitzeresistentes Klebeband drauf und versuche das so mittig und gerade wie möglich zu platzieren. Dann Backtrennpapier drauf und dann können wir das für 25 Sekunden pressen. Jetzt kommen wir noch zu den Stone Coasters und da haben wir auch 204 Grad, aber da sind wir bei 240 Sekunden. Okay. 240 Sekunden. Muss ich hier kurz gucken, weil hier nehme ich tatsächlich das Kissen weg. Das sollte funktionieren von der Pressure her.
oder vom Druck her. Und da kann ich, würde ich behaupten, gleich zwei miteinander pressen. So, upsie. Wunderbar. Machen wir das. Ich muss da einen kurz ein bisschen abdecken. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu intensiv. Ich gehe von der Zeit mal runter auf 200. Noch die beiden letzten. Und wir gucken uns an, wie die anderen Resultate aussehen. So, und jetzt kommt für mich der immer spannendste Moment. Finde ich so das Coole am Sublimieren, weil man eben nicht sieht, wenn man es direkt rausnimmt, wie es aussieht. Hier wollte ich euch nur kurz zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Man sieht es nicht richtig in der Kamera, aber hier drauf ist tatsächlich Farbe, von dem her eben Trennpapier nur einmal verwenden. Hier habe ich schon weggenommen, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass es nachsublimiert, von dem her. Seht ihr hier gleich schon das Resultat. Sind das mega schöne Farben oder sind das schöne Farben? Also für mich Hammerresultat, bin ich super zufrieden damit. Und T-Shirt bedrucken, für die, die es nicht wissen, Sublimation geht nur auf Polyester. Ich nehme immer mindestens 80%. Dann haben wir hier das Puzzle. Und da wusste ich tatsächlich nicht, weil ich habe das Papier nur gesehen, weil die Farbe verändert sich ja jeweils, wenn man das presst. Und ich wusste tatsächlich nicht, was für Farben dahinter stecken. Ich dachte eigentlich, es wäre mehr blau, aber ist auch völlig okay. Und ihr seht jetzt einfach, dass der Spruch ist quasi weiß geblieben und alles ringsherum ist dann bunt geworden. I'm so crafty, I sweat glitter. Ist auch wunderbar geworden. Dann das nächste müsste das Puzzle sein, genau. Ich hoffe jetzt, dass ich damit genug Druck drauf bin, weil die Schwierigkeit bei Puzzles ist ja immer so, die sind ja ein bisschen gewölbt, da wo sie dann ineinander gesteckt werden, die Teile. Und da kann es manchmal passieren, wenn man da zu wenig Druck drauf gibt, dass dann das Motiv nicht gut erkennbar ist, aber wir gucken mal. Wie cool ist das denn geworden? Hammer! I have 5 moves. I'm too old for this. I'm too tired for this. I don't have time for this. I'm too sober for this. I don't get paid enough for this. Ne? Ich bin zu alt. Ich habe 5 Gemütszustände. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin zu müde für sowas. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin zu nüchtern für sowas. Und ich werde nicht genug bezahlt für sowas. Ich finde es Hammer. Und die Farben, guckt euch das an, das ist wirklich super geworden. Natürlich bei Puzzle könnt ihr dann nicht super klein gehen, aber ich habe so das Gefühl, durch diese Farbspritzer, man kriegt das Puzzle zusammen, definitiv. Also wenn es jetzt nicht noch besser wird, dann wird das heute mein Liebling. Das finde ich richtig, richtig cool. So. Das nächste war das Schild mit der leicht müden Dame drauf. Wir können es auch ungeduldig machen. I'm calling in sick today. I have a bad case of don't give a s... itis. Ich find's Hammer. Und auch hier finde ich die Farbkletzer, die ich dann noch dahinter gepackt habe, sind wirklich passend super dazu. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden.
Ich finde beide toll. Gut, dann habe ich heute schon 2 Lieblinge. Dann haben wir hier noch die Metallplatte. Ich glaube, ich muss aufhören mit Liebling bestimmen, weil die sind alle echt so dermaßen cool geworden. Da habe ich noch ein bisschen Kleber drauf, aber das kriege ich auch noch weggeputzt. Hammer. Wirklich, wirklich, wirklich Hammer. Ach, Gottchen. Alles ganz, 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 ganz coole Sachen. Aber wir haben ja noch mehr, ne? Wir haben ja noch die Coaster. Die hole ich jetzt auch noch. Für die muss ich kurz die Handschuhe anziehen, weil die sind noch relativ warm. Also gerade so, wenn ihr Metallsachen habt, die verlieren die Hitze relativ schnell. Aber so Ceramik geht doch ein Weilchen. Das war da, deshalb habe ich gesagt, ich mache beim zweiten ein bisschen weniger lang, weil ich das Gefühl habe, es ist fast ein bisschen zu rot geworden, die Hautfarbe. Aber gucken wir uns den Rest noch an. Bei der ging es einigermaßen noch. Wobei die Backen sind schon sehr, sehr, sehr rosa. Ich habe das Gefühl, es ist besser. Also ich für mich würde da in Zukunft 40 Sekunden weniger machen. Aber die sind echt richtig schön, weil es so ein matter Abschluss ist. Die sind nicht glänzend. Echt richtig cool. Und nur zum Sagen, ich habe den Sawgrass-Drucker. Ist das Hammer geworden. Also ich habe heute absolut nichts vergeigt. Das finde ich wirklich schön, weil beim Sublimieren ist es immer so, da können einige Fehler passieren. Aber heute ist echt kein Fehler passiert, was super ist. Und ein Teil schöner als das andere. Ganz viele Daumen hoch und die Presse überzeugt mich wirklich, weil von wegen schon mal die Aufladezeit, also die Erwärmzeit, da hatte ich bei meiner Happy Press mindestens 7 Minuten und das ging in, was hatten wir, rund 3,5 Minuten, war die schon heiß. Geht wirklich super schnell. Und ich habe eben trotzdem den Vorteil von der Hebelpresse, weil damit bekommt ihr ein gleichmäßigeres Resultat, gerade beim Sublimieren. Und ja, aber ich würde sagen, ich räume das hier mal so ein bisschen weg und dann gucken wir uns das Fazit der letzten paar Tage noch an zum M1 Ultra von Xtool und eben auch zur Hitzepresse. So, ich habe mal versucht, meine ganze Ausbeute von den letzten Tagen, was ich hier alles ausprobiert habe für euch, auf den Tisch zu bringen. War ein bisschen schwierig, weil ich habe doch einiges gemacht. Und ja, ich hoffe, das hat euch so einen guten Einblick gegeben, eben was man damit alles machen kann. Natürlich geht noch viel mehr, aber irgendwo ist dann meine Zeit auch begrenzt, was ich alles ausprobieren kann in so einer kurzen Zeit. Aber ja, ich hoffe, es hat euch einen guten Einblick gegeben, eben mit dem, was man mit dem Lasermodul machen kann, mit dem Flexfolie oder Heattransferfolie und Vinylfolie, was man da so machen kann. Dann das ganze Papier basteln, ne, dass man eben mit dem Druckermodul Sachen auch bedrucken kann, dass man mit einem Stift arbeiten kann, dass man foilieren kann und hier eben auch die bedruckbare Flexfolie oder Hitzetransferfolie, dass man auch die dann bedrucken kann und dann eben auch die Smart Press selber plus auch die Mini-Presse, die ihr für kleinere Sachen verwenden könnt oder eben auch die große für die Aufbügelfolie plus aber eben auch die ganzen Themen Sublimation, dass das wirklich super funktioniert mit der Presse. Na, das wollte ich euch alles zeigen und ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fazit, damit ihr so ein bisschen seht, was mir aufgefallen ist mit dem Gerät.
Als allererstes, was ich wirklich super finde, ist die Erhöhung, so wie die jetzt gelöst ist, weil ich eben vorne das aufklappen kann, da Sensoren drin sind. Das heißt, er merkt es, wenn die Klappe offen ist, auch logischerweise oben, und dass ich hier das dann aber auch verschlossen habe. Weil ich hatte immer bei diesen Schiebefenstern, da hat es ja so Schlitze drin, fand ich nicht 100%ig optimal gelöst. Von dem her hier eine definitiv bessere Lösung. Dann eben auch, dass ich oben mehr Platz habe, um reinzugehen, und hier auch diese kleine Halterung, um die Platte einfach reinzumachen und wieder rauszunehmen. Das geht wirklich damit super einfach und ich schlage auch nirgendwo mehr an. Dann aber auch, dass wir hinten quasi wie einen Vorfilter haben, bevor das Ganze dann in den großen Filter geht. Das finde ich auch wirklich cool. Dann auch, dass die Module, dass die nicht mehr mit Kabeln quasi angesteckt werden, sondern dass ich hier diese Zähnchen habe und dann eben auch in der Basis drin, dass ich das einfach reinstecken kann, den Hebel schließen kann und das da befestigt ist. Das finde ich wirklich eine coole Lösung. Hätte ich auch gerne für den S1, aber nun ja, ist so, weil ist so. Dann eben auch, dass ich zwei Teile habe, das heißt, dieses Element, was immer drin ist, wo ich das Messer reinmachen kann, plus den Stift reinmachen kann, und hier dieses Modul, was ich einfach austauschen kann, entweder den Laser oder das Carriage Tool, wo ich mehr Tools verwenden kann, und dann auch das Druckermodul. Und hier auch das Coole, ihr könnt auswählen, ob ihr ein 10 Watt Modul wie im alten M1 oder dann eben mehr jetzt 20 Watt Modul nehmen wollt, dass ihr da die Möglichkeit habt, das zu entscheiden. Eben nochmal auf der Seite das Tool, wirklich super einfach zum Reinmachen, rausnehmen, und eben auch stellvertretend dafür quasi, dass ich habe eine Feinschnittklinge, ich habe einen Stifterhalter, ich habe ein Rollmesser, ich habe eine Tiefenschnittklinge, ich habe ein Embossing-Stift. War es das? Ich glaube, das war es, ne? Also, dass ich all diese Tools jetzt zur Verfügung habe im Laser drin, finde ich wirklich super. Dann, dass ich keine Kamera mehr drin habe, sondern hier mit dieser Punkt quasi Platzierung das wunderbar platzieren kann. Das kannte ich jetzt schon vom S1. Und ich würde es nicht mehr hergeben. Also für mich auf jeden Fall, wenn ich wählen müsste zwischen Kamera und Punktmessung, dann definitiv das hier. Dann eben auch der Air Assist. Ne, beim M1 hatten wir ja so ein bisschen das Thema, dieser Schlauch, wenn man den Air Assist angeschlossen hat, der schlägt ja immer so ein bisschen gegen den Deckel oder teilweise verfängt er sich auch hinten. Und das haben wir jetzt wunderbar gelöst, dass wir eben diesen zusätzlichen Schlauch nicht mehr haben. Und eben hier kann ich den neuen Air Assist anschließen, natürlich auch den alten, aber da komme ich noch dazu, und hier kann ich einfach auf Auto einschalten und der merkt dann selber, wie stark er, auf welche Stufe er sich selber einschalten muss. Das finde ich wirklich klasse, und ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber für mich war das wirklich cool, dass ich hinten den Filter jetzt quasi oder den Schlauch seitlich anschließen kann und der nicht nach hinten weg geht, und so spare ich mir quasi Platz da, wo ich den Laser platziert habe. Und dann logischerweise auch extrem cool, dass ich eben das mit der Erhöhung dann das Rotary Tool auch verwenden kann. Super eben, wenn man Flaschen gravieren will und solche Sachen. Also ne, das passt wunderbar. Und dann noch das Thema mit der Hitzepresse. Die Lösung finde ich wirklich genial, und ich finde es krass, dass bis jetzt niemand drauf gekommen ist, oder ich hätte es nirgendwo gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich eben einerseits eine Freihandpresse habe, aber diese Presse nicht zwei Geräte brauche, sondern diese Presse hier einfach reinmachen kann und ich dann quasi eine Hebelpresse habe, ich das Ganze steuern kann, und das muss hier auch, ne, das könnt ihr aufladen, dann braucht ihr dann kein Stromkabel für die Bedienung, dass man da wunderbar Temperatur und die Zeit einstellen kann, dass ihr schon vorgespeicherte Stufen drin habt und dass ihr das sogar mit der Mini-Presse
verwenden könnt, wenn ihr diesen Dongle, den ich euch gezeigt habe, wenn ihr den in die Mini-Press reinmacht, könnt ihr sogar die mit dieser Station bedienen. Und ich habe es eben wirklich getestet mit der Hitzetransferfolie plus eben auch die super hohen Temperaturen, die wir brauchen für die Sublimation, und das hat wunderbar funktioniert. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Was ich hier auch noch speziell positiv erwähnen wollte, was mir super gut gefällt, ist das Inkjet-Modul, also das Druckmodul. Hier einfach mit 3 Farben, also nicht CYMK, sondern CYM, also Yellow, Magenta und Blue. Und da ist halt einfach das Coole dran, dass ich Sachen miteinander kombinieren kann. Ich kann eben zum Beispiel wie bei der Box, ich kann was bedrucken und das dann genau richtig platzieren auf dem Bild oder auf der Box drauf und die dann schneiden oder eben die Karte drucken und dann schneiden oder eben auch hier die Sticker. Wirklich eine coole Sache. Und was natürlich ihr zum Beispiel mit dem Drucker nicht machen könnt, ist Holz zu bedrucken. Und ich finde, das Bild ist wirklich super schön geworden. Sowas kriegt ihr natürlich in den Drucker nicht rein. Also von dem her, der Vorteil mit dem Ink-Modul hat einfach, dass ihr Sachen miteinander kombinieren könnt, plus eben, dass ihr Materialien bedrucken könnt, die ihr mit einem Drucker nicht bedrucken könnt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich noch was vergessen habe, und zwar ging es darum, was kann ich vom M1 mit dem M1 Ultra verwenden. Da haben wir einerseits den Air Assist, da könnt ihr den alten plus den neuen Air Assist verwenden. Geht beides. Der neue ist halt einfach bequemer, weil der sich automatisch auch einschaltet und ich den an den Laser anstöpseln kann und nicht noch ein zusätzliches Stromkabel habe. Dann das Rotary Tool, also das RA2 Pro, das kann mit dem M1 und eben dem M1 Ultra auch verwendet werden. Und was ich auch gemacht habe, zum Beispiel, ich verwende immer noch die Filterbox, die ich auch schon mit dem M1 verwendet habe, verwende ich auch mit dem. Da müsst ihr einfach so einen Zusatzschlauchaufsatz haben, damit es dann schön luftdicht abgeschlossen ist. Aber das funktioniert bei mir wunderbar. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit dem kleineren Tischfilter verwenden, aber ich hatte das Gefühl, der saugt besser mit dem großen. Was nicht kompatibel ist, ist die Erhöhung selber, weil da ja Sensoren drin sind, die dann eben, wo er merken muss, dass er angedockt ist quasi. Das funktioniert nur mit der neuen Erhöhung, und für diejenigen, die das Feuerschutzset für den M1 hatten, das ist mit dem M1 Ultra nicht kompatibel. Das hatte ich nicht, von dem her konnte ich das euch jeweils in den Videos auch nicht zeigen. Da arbeite ich ohne dieses Ding. Aber wie immer, ne, ich bin natürlich auch beim Lasern, ich stehe da wirklich immer mit dabei und gucke mir, was der Laser gerade macht. Das ist der kleine Einschub, den ich noch machen wollte, betreffend was eben ich vom M1 mit dem M1 Ultra verwenden kann. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ne, das war jetzt alles super Positives und ich muss auch sagen, ich bin wirklich überzeugt von dem Gerät. Hat es denn da nichts Negatives? Negatives ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber was ich mir noch wünschen würde, zum Beispiel ist hier, ich habe gesehen, als ich die beiden gemacht habe, musste ich das aufklappen und flach hinlegen, damit ich das hier mit dem Stift bemalen kann und auch hier, damit ich das foilieren kann. Und da wäre es natürlich cool, wenn man sowas wie mit dem zum Beispiel Curio 2 hätte, wo ich wirklich auch dickere Sachen dann beschriften kann oder foilieren kann. Aber so wie ich das gehört habe, ist da Xtool auch schon dran, weil das bedingt einfach ein Update in der Software. Und der hat dann zur Auswirkung, dass ich beim Drucken, beim Stift und beim Prägetool dann mit der Erhöhung arbeiten kann und so auch dickere Materialien bedrucken, foilieren und mit dem Stift beschreiben kann oder beschriften kann. Also da kommt noch was, aber das ist so ziemlich der einzige Punkt, der mir aufgefallen ist, wo ich mir noch eine Verbesserung wünschen würde. Der Rest ist wirklich, ich bin wirklich überzeugt von dem Gerät und eben auch der Hitzepresse.
Und ich würde es euch wirklich auch sagen, wenn ich das Gefühl habe, da passt irgendetwas nicht, weil ich mache ja diese Videos für euch, damit ihr da auch seht, was kann er nicht, wie funktioniert das, wie sieht es dann auch aus, wenn man es gemacht hat, damit ihr da eine bessere Entscheidungsbasis habt, wenn ihr euch das dann überlegt, ob ihr euch so ein Gerät anschaffen wollt. Und vielleicht auch, ich weiß, ich zeige euch wirklich viele Sachen und mir geht es hier nicht darum, eine Verkaufsveranstaltung zu machen, wirklich nicht. Ich hatte den Kommentar von wegen Schnelllebigkeit und jetzt habe ich doch erst gerade den M1 gekauft. Nur weil was Neues rausgekommen ist, heißt es nicht, dass das alte schlecht ist, ne? Der M1 ist immer noch gut. Es kommt immer drauf an, für was man den verwenden will und ja, was man damit machen will, wirklich. Ich habe den ich hatte, habe ich an eine Freundin weitergegeben und die hat sich wirklich super drüber gefreut, was mich dann auch wieder gefreut hat, dass jemand so eine Freude bereiten konnte. Und naja, es gibt ja eben auch die Möglichkeit, ihr habt ein Trade-in, das heißt, ihr könnt auch bei X2 dieses Trade-in-Programm angucken mal. Ihr könnt auch versuchen, den weiter zu verkaufen an eben jemanden, dem das völlig ausreicht, was der M1 kann und der daran seine Freude hat. Und so habt ihr quasi einen Zustupf, wenn ihr euch jetzt den hier kaufen wollt. Oder eben, ihr sagt, ne, das ist schön gut, was man damit alles machen kann, aber für mich reicht der M1 eigentlich. Oder ihr seid gar nicht am Lasern interessiert, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, aber eben, ich will euch das jeweils einfach zeigen, damit ihr das so ein bisschen besser sehen könnt, was man damit machen kann, wie das dann konkret funktioniert und wie es dann eben auch aussieht, wenn man es gemacht hat. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der oder die gesagt hat, na, ich warte mal noch ein bisschen und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr sagt, doch genau den möchte ich haben. Da bin ich natürlich immer froh, wenn ihr den Link, den ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da auf mehr geht, habe ich immer jeweils die Sachen, die ich in den Videos verwendet habe, habe ich die aufgelistet. Wenn ihr den Link verwendet, dann bekomme ich einen kleinen Zuschuss, ohne dass euch das mehr kostet. Und damit könnt ihr quasi meinen Kanal so ein bisschen unterstützen. Ja, damit ich da weiter auch solche Videos und andere Videos machen kann. Da bin ich natürlich super dankbar dafür. Aber um das Ganze hier abzuschließen, ich hoffe wirklich, der Aufwand hat sich gelohnt, dass das hilfreich war für euch, dass ihr Spaß hattet daran, das Video anzugucken, dass ihr eventuell eben sogar selber Lust darauf bekommen habt, das alles selber machen zu können. Und ja, jetzt wollte ich schon sagen, ich hoffe, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Aber was ich auch noch sagen wollte, ich gehe in die Sommerpause, weil in meinem Studio mit Dachstock ist es schlicht und ergreifend einfach zu warm, um hier stundenlang zu sitzen und Videos aufzunehmen. Von dem her mache ich im Sommer eine kleine Pause und ich denke auch, dass viele von euch lieber sich draußen aufhalten, als irgendwo drinnen sich Videos anzugucken. Von dem her macht es durchaus Sinn, diese Pause. Für die, die jetzt trotzdem Videos angucken wollen, ihr habt auf meinem Kanal über 550 Videos, die ihr da gucken könnt. Da könnt ihr euch auch durchwühlen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Ich hoffe, mit ein bisschen weniger Regen. Und dass ich euch nach der Pause dann auch in alter Frische wiedersehe. Bis bald! I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living